Ja, hallo. Wie ihr euch denken könnt, stehe ich hier auf einem Golfplatz, was ganz Neues. Aber was ich jetzt erkläre in diesem Clip ist, ob dieses drahtlose Mikrofon, was ich hier heute das erste Mal benutze, ob das überhaupt etwas taugt. Also für meine Videos benutze ich ja mehrere Sachen. Also früher habe ich hier dieses uralte kleine iPhone SE benutzt, was eigentlich auch ganz gut geht. Allerdings natürlich die Zoom-Funktion der Kamera ist nicht sehr gut. Die Batterie neigt sich ihrem Ende zu, also die Laufdauer ist sehr klein. Also habe ich mir jetzt ein neueres gekauft, mit dem filme ich das hier jetzt gerade. Dann habe ich auch noch meine Drohne. Früher hatte ich auch noch eine Spiegelreflexkamera, die ist mir längst gestohlen worden. Also für seltene Fälle leihe ich mir eine aus. Aber in der Regel genügt das. Jetzt meistens benutze ich auch die eingebauten Mikrofone vom iPhone. Das hat aber einen Nachteil. Zum einen muss ich dann immer das Telefon irgendwie so halten und bin ganz in der Nähe, was auch nicht so toll ist. Zum anderen ist es sehr empfindlich bei Windgeräuschen. Wenn es also etwas Wind gibt, dann ist der Klang überhaupt nicht gut. Dieses Mikrofon hier hat einen kleinen Windschutz, das zeige ich gleich aus der Nähe. Ich habe natürlich auch noch andere Mikrofone, so ein Rode drahtloses Mikrofon, was ich für meine Spiegelreflexkamera benutzte. Dazu habe ich auch mal einen Bericht gemacht, das eigentlich auch ganz gut funktioniert. Aber dann habe ich festgestellt, dass man diese Rode-Telefone, die für Kameras sehr gut gehen, dass man die überhaupt nicht leicht an ein iPhone anschließen kann und braucht da zwei verschiedene Kabel und Adapter. Also das ist ein bisschen kompliziert. Okay, dann sah ich auf dem Internet, auf Facebook sogar, eine Reklame für dieses Mikrofon. Und der Preis war so gut, dass ich mir gedacht habe, also da kann eigentlich nichts schiefgehen. Ich habe sogar die Version ausgesucht mit 2 Mikrofonen. Dann kann man nämlich ein Mikrofon einer anderen Person auch noch anklemmen und vielleicht viel bessere Golfplatzberichte schreiben und ein bisschen berichten, wie das so aussieht mit einer anderen Person zusammen. Ich hoffe, das kann ich bald mal machen. Also, ich habe dieses Ding hier bestellt. Dann kam erst mal lange gar nichts. Dann habe ich schon gedacht, oh Schreck, vielleicht bin ich hier Opfer von irgend so 'nem Internetbetrug geworden, große Versprechungen, das kommt irgendwie aus China. Und dann, siehe da, oh Wunder, wurde das Paket angeliefert. Und es ist eigentlich sogar ganz gut. Es ist schön verpackt, es ist nicht sehr groß. Man sieht hier die Packung, ja, im Vergleich zu meiner Hand oder zum Vergleich zum alten iPhone SE. Und innen drin kommt eben so ein Adapter, den man an das Telefon anschließt. Das ist der Empfänger. Und eben 2 Mikrofone, die man mit einem kleinen USB-Kabel aufladen muss. Und dann besteht schon die Verbindung. Das ist eigentlich sehr gut. Ich werde jetzt mal zeigen, wie gut das funktioniert und werde mal weit weggehen und hoffe, das Signal bleibt. Dann sehen wir das. Es gibt übrigens auch hier ein bisschen einen leichten Wind und ich glaube, man hört kaum Windgeräusche, wenn man sie überhaupt hört. Also ich gehe jetzt mal weit weg. Ähm, ach, ich drehe mal die Kamera um, sodass man das Ziel von diesem Golfloch hier sieht. Also das Grün ist ungefähr 150 Meter weit entfernt. Also mal schauen, wie das geht. Ja, da unten sieht man also das sogenannte Grün, wo der Ball hin muss. Das ist von hier laut diesem Schild etwa 160 Meter weit entfernt. Es geht hier leicht bergab. Hinter diesen Bäumen ist eigentlich eine sehr schöne Kirche, die man jetzt nicht sieht, weil die Bäume viele Blätter haben. Ich werde jetzt mal da runtergehen und weiterhin sprechen und dann können wir ja sehen, wie die Reichweite von diesem Mikrofon ist. Das interessiert mich auch selber. Also, mal schauen, wie es geht. Also ich gehe jetzt hier den Berg runter und rede und rede und rede und erzähle etwas. 1, 2, 3, 4, 5. Ich weiß gar nicht, ob man mich noch sieht überhaupt. Also ich bin jetzt bestimmt 20, 25 Meter entfernt. So einen genauen Entfernungsmesser habe ich nicht. Also ich weiß nicht, ob man mich noch sieht. 1, 2, 3, 4, 5. Die Batterie ist übrigens ziemlich leer. Ich habe das Mikrofon nur ganz kurz aufgeladen.
Ich hoffe, es hat noch genug Saft, um hier zu senden. Also ich bin jetzt hier ziemlich weit weg, viel weiter jedenfalls, als ich unter normalen Umständen sein würde, wenn ich etwas filme. Und naja, und ich hoffe, dieser Test reicht. Also wie weit dürfte ich sein? Bestimmt 50 Meter oder so oder mehr. Ja, also nach Schritten gemessen war das mehr als 50 Meter. Ich bin mal gespannt, ob das geklappt hat. Es ist ja auch freie Sicht hier. Und also wenn das so weitergeht, kann ich sagen, war das ein sehr guter Kauf. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bezahlt habe dafür, aber ich glaube, für die beiden Mikrofone, alles zusammen vielleicht 50 Euro, hat sich gelohnt. Und jetzt zur Belohnung werde ich auch tatsächlich mal darunter schlagen, einen Golfschlag machen. Ob das eine Belohnung ist, weiß ich nicht, denn ein sehr guter Golfer bin ich ja nicht. Aber ich habe Freude dran. Jedenfalls danke fürs Zuschauen. Wenn euch dieser Kanal gefallen hat, dann drückt doch bitte den Like-Button. Das ist immer gut und noch besser natürlich, wenn ihr zufällig auf diesen Kanal gestoßen seid, wäre den Kanal zu abonnieren. Das kostet ja auch nichts. Und wie gesagt, jetzt kommt der Golfschlag. Und naja, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Falls ich vergessen habe zu sagen, ich bin hier am Drei-Thermen Golf Resort. Das ist so nördlich von Basel, zwischen Basel und Freiburg. Hier gibt es 4 18-Loch-Plätze. Und das hier ist der 17. Abschlag von einem Platz, der Quellenhof heißt. Also nur zur Information. Und zufälligerweise bin ich auch Mitglied hier. Hier kann man auch Golf lernen übrigens. Ich habe hier auch mal einen Kurs verfolgt, einen sogenannten Platzreifekurs. Denn wer Golf spielen will, muss in Deutschland, Österreich oder auch in Frankreich, in der Schweiz eine Art Einführungskurs machen. Und ich habe mal hier eine Gruppe verfolgt in diesem Jahr, im Frühling, im frühen Sommer. Und darüber gibt es auch einen Film. So, mal sehen, ob ich den Ball jetzt da in diese Richtung bekomme. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob man das so genau sieht, hier auf dem Film, da vorne rechts gibt es so große Sandlandschaften. Das ist extrem unangenehm, wenn man da drin ist. Hinten links auch. Also hier ist es fast besser, wenn man überhaupt nicht weit schlägt, sondern kurz. Aber alle wollen natürlich hinten direkt in die Nähe von der Fahne kommen. Das sind aber, wie gesagt, 160 Meter. Und das ist äußerst selten, dass ich das bis dorthin schaffe. Aber heute habe es geklappt. Wenn es ein Turnier ist, hätte es vielleicht nicht geklappt. Also ich bin da hinten auf dem Grün ist der Ball irgendwo. Freut mich. Also wie gesagt, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.